Wie du Unicorn 2 mit nur wenigen Schritten manuell updaten kannst, das möchte ich dir in diesem Video zeigen. Die nachfolgende Anleitung findet ihr auch schriftlich unter folgendem Link. So, legen wir los. Als erstes beendet ihr bitte die Unicorn 2 Dienste. Dazu macht ihr das Startmenü auf und schreibt services.msc. Die Dienste werden oben schon eingeblendet. Macht bitte einen Rechtsklick hier drauf und sagt als Administrator ausführen. Jetzt seht ihr eine Übersicht der Dienste. Ich ziehe es etwas größer. Diese sind in meinem Beispiel schon alphabetisch sortiert. Sollte das bei euch nicht der Fall sein, könnt ihr dies hier oben tun, über einen Klick eben auf die Namen-Kolumn. Scrollt bitte runter bis zum Buchstaben U, damit wir dort die Unicorn-Dienste finden. Hier seht ihr 7 an der Zahl, 7 Dienste von Unicorn. Macht bitte jetzt für jeden Folgendes: einen Rechtsklick auf den Dienst und dann entsprechend auf Beenden drücken. Das wiederholen wir auch für die anderen Dienste. Jetzt sind alle Dienste aus. Das seht ihr auch daran, dass bei Status nicht mehr wird ausgeführt steht. Je nach Windows-Version kann hier unter anderem auch beendet oder stopped stehen. Wir schließen die Diensteverwaltung und als nächstes öffnen wir die Windows-Aufgabenplanung, denn diese würde sonst die Dienste wieder automatisch starten, was wir aber jetzt während des Updates nicht möchten. Dazu klickt ihr bitte unten links wieder auf Start und schreibt Task SCHD, das ist die Abkürzung für Task Scheduler, das steht Englisch für Aufgabenplanung, .msc. Hier oben macht ihr wieder einen Rechtsklick drauf und wählt als Administrator ausführen. Jetzt seht ihr die Aufgabenplanungsbibliothek vor euch. Falls die Ansicht anders ausschauen sollte, müsst ihr hier oben links erst auf Aufgabenplanungsbibliothek klicken. In dieser Übersicht sind alle eure Windows-Aufgaben. Es kann durchaus sein, dass bei euch hier mehr oder vielleicht auch weniger angezeigt werden. Auf jeden Fall sollten hier aber 2 Aufgaben auftauchen, die Unicorn im Namen haben. Einerseits Unicorn 2 Start Helper und andererseits Unicorn 2 Updater. Diese haben aktuell den Status bereit. Das möchten wir ändern, denn wir wollen ja nicht, dass die Aufgaben die Dienste direkt wieder starten. Also machen wir erst auf den Start Helper einen Rechtsklick und wählen Deaktivieren. Als nächstes machen wir auf die Aufgabe Unicorn 2 Updater einen Rechtsklick und wählen Deaktivieren. Das war es an dieser Stelle auch schon. So, der nächste Schritt besteht darin, das nötige Update runterzuladen. Dazu öffnen wir den Browser und gehen auf portal.marcos-software.de. Das ist die Dokumentation zu Marcos Software. Klickt oben bitte auf Lösungen und dann sucht ihr nach Update. In diesem Fall heißt der Dokumentationsartikel Wie spiele ich ein Update ein? Wenn ihr etwas runterscrollt, findet ihr direkt den Link zur manuellen Methode. Klickt hier drauf. Das ist übrigens auch die Anleitung, die dieses ganze Video noch einmal in Schriftform darstellt. Unter Punkt 3 findet ihr die nötigen Dateien. Hier ist einerseits für die aktuelle Wavi die nötigen ZIP-Dateien, aber in der Regel auch für andere Wavi-Versionen, wie in unserem Beispiel hier aktuell für Wavi 1.3 oder auch 1.4. Da wir in diesem Tutorial-Video eine Wavi 1.5 haben, laden wir uns das ganz normale Update herunter. So, der Browser hat es soweit runtergeladen, also machen wir ihn an dieser Stelle zu. Wechselt in euer Downloads-Verzeichnis oder wo auch immer ihr die Dateien runtergeladen habt. Das seht ihr hier. Jetzt macht ihr bitte einen Rechtsklick auf die Datei und wählt Alle extrahieren. Windows fragt euch hier, ob dieser Ordner okay ist. Da könnt ihr einfach weiter bestätigen und auf Extrahieren klicken. Jetzt entpackt Windows die Datei. Das kann je nach System 1 bis 5 Minuten dauern.
Windows hat automatisch den Ordner geöffnet, wo es entpackt wurde. Ihr seht hierin entsprechend den Ordner Latest Update. Öffnet diesen. Wie ihr jetzt sehen könnt, sind die ganzen Dateien von Unicorn 2 hier drin. Das sind die neuen Dateien, die wir gerade runtergeladen haben. Und mit diesen wollen wir die alten entsprechend ersetzen. Das heißt, wir markieren uns alle. Das könnt ihr auf der Tastatur machen, indem ihr einmal irgendeine Datei markiert mit der Maus und dann auf der Tastatur STRG und A gleichzeitig drückt. Dann sind alle Dateien markiert. Dann macht ihr einen Rechtsklick und wählt Kopieren. Diese Dateien sind jetzt im Zwischenspeicher von Windows. Jetzt machen wir die Ordner zu und wechseln aus dem Downloads-Verzeichnis dahin, wo ihr Unicorn 2 installiert habt. Im Standard ist dies auf der Festplatte C, im Unterordner Programme x86, darin im Unterordner Marcos Software, dann entsprechend Unicorn 2 und wenn ihr nur eine einzige Instanz habt, dann hier in dem Ordner Instanz 1. Falls ihr mehrere Instanzen habt, so müsst ihr das Update natürlich für alle Instanzen durchführen. Geht also in diesem Beispiel in den Ordner Instanz 1 und wie ihr bemerkt, sind die Dateien hier schon recht ähnlich drin, die hier drin sind. Das heißt, ihr macht einen Rechtsklick in den Ordner und wählt Einfügen. Auch dieser Vorgang kann je nach System und Windows 1 bis 5 Minuten dauern. Wenn ihr sehen wollt, was im Hintergrund passiert, könnt ihr auch auf Mehr Details klicken. Wie ihr seht, berechnet Windows in diesem Fall, wie lange es gleich dauern wird, die Dateien von dem Ordner A zum Ordner B zu kopieren. Jetzt fragt euch Windows, ob ihr die Dateien ersetzen möchtet. Da wir das ja ganz bewusst machen möchten, weil wir ein Update einspielen, sagen wir in diesem Fall Dateien im Ziel ersetzen. Es kann sein, dass Windows an dieser Stelle auch noch fragt, ob die Ordner integriert werden möchten. Falls euch Windows das eben fragt, sagt bitte Ja. Ist das Kopieren fertig, seht ihr wie hier, dass die Dateien entsprechend, die rüber kopiert wurden, blau markiert sind. Wir sind damit mit dem Kopieren soweit fertig. Wir schließen den Ordner. Jetzt gehen wir zu der Desktop-Verknüpfung von Unicorn 2, machen einen Rechtsklick hier drauf und wählen als Administrator ausführen. Wenn euch Windows fragt oder sagt, dass der Computer geschützt würde und ihr unten rechts nur den Button nicht ausführen seht, lasst euch dadurch nicht ablenken, klickt auf weitere Informationen und sagt trotzdem ausführen. Diese Nachfrage ist nach einem Update durchaus normal. In diesem Fall fragt Windows ebenso, ob ihr die Oberfläche ausführen möchtet, sagt hier bitte Ja. Unicorn spielt jetzt das Update im Hintergrund ein, führt gegebenenfalls nötige Änderungen an der Unicorn-Datenbank durch und dann könnt ihr euch auch schon einloggen. Loggt euch also bitte ein. Und wie ihr seht, gibt es jetzt hier eine kleine Benachrichtigung, dass das Update erfolgreich geklappt hat. Was ihr nach dem Update noch prüfen solltet, das zeigen wir euch in diesem verlinkten Video. Vergesst bitte nicht, die Dienste wieder zu starten und auch die deaktivierten Aufgaben wieder zu aktivieren. Das ist sehr wichtig. Wir schließen dazu die Unicorn 2 Oberfläche und gehen als erstes unten wieder links in das Startmenü und schreiben erneut für die Windows Aufgabenplanung task schd für Task Scheduler .msc. Wir machen einen Rechtsklick auf das gefundene Programm und wählen als Administrator ausführen. Wählt links oben wieder die Aufgabenplanungsbibliothek aus und ihr seht rechts auch schon wieder die 2 Unicorn-Aufgaben. Diese hatten wir ja vorhin deaktiviert. Jetzt aktivieren wir sie wieder. Das heißt, wir machen einen Rechtsklick und wählen Aktivieren.
Ebenso auch bei der anderen Aufgabe. Rechtsklick, aktivieren. Die Aufgaben haben wir damit abgehandelt. Als letztes machen wir die Unicorn 2 Dienste wieder an. Links unten auf das Startmenü und diesmal schreibt ihr services.msc. Das ist das englische Wort für Dienste. Macht einen Rechtsklick eben auf das gefundene Programm und wählt als Administrator ausführen. Im neuen Fenster scrollt ihr wie vorhin bitte wieder runter zu dem Buchstaben U wie Unicorn. Dort seht ihr die 7 Dienste von Unicorn und wenn diese nicht sowieso schon laufen sollten, wie in diesem Fall, wird ausgeführt, ist als Status markiert, das bedeutet, sie werden direkt ausgeführt, macht ihr sonst bitte einen Rechtsklick und wählt Starten. In diesem Beispiel ist es ausgegraut, eben weil die Dienste schon laufen. Sollte aber bei euch das Ganze nicht ausgegraut sein, dann klickt bitte für jeden Dienst nacheinander Rechtsklick und Starten. Habt ihr das gemacht, könnt ihr auch die Diensteverwaltung schließen. Der letzte Schritt besteht darin, jetzt den PC bzw. den Server, wo ihr Unicorn 2 installiert habt, neu zu starten. Damit habt ihr das Update fertig abgeschlossen.